Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es bei mir einen super einfachen Erdbeerkuchen ohne Backen, also einen No-Bake-Kuchen. Ganz simpel, ganz einfach, aber super lecker. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich habe hier 1 Kilo Erdbeeren, 1 Liter Milch, eine 400 Gramm Packung Butterkekse, 2 Päckchen Puddingpulver, 2 Päckchen Tortenguss und Zucker. Das sind 6 Esslöffel Zucker und später tue ich aber noch ein bisschen Zucker in den Tortenguss rein. Das war es eigentlich auch schon und dann können wir gleich loslegen. Die Zutaten findet ihr wie immer auch nochmal unten in der Infobox, da könnt ihr auch nochmal nachschauen. So, die Erdbeeren und der Tortenguss kommen jetzt erstmal beiseite. Und ich mache jetzt als erstes den Pudding. Dafür nehme ich 1 Liter Milch. Das hier sind 6 Esslöffel Zucker und 2 Päckchen Puddingpulver. Wenn ihr kein Puddingpulver zur Hand habt, nehmt ihr einfach 80 Gramm Speisestärke und dieselbe Menge Zucker. Ich verrühre das jetzt, bis es klümpchenfrei ist und dann wird es einmal aufgekocht. So, der Pudding ist jetzt fertig und jetzt geht es auch gleich weiter. Ich habe hier so eine Glasform genommen. Ihr könnt aber auch eine Springform oder so nehmen, das geht natürlich auch. Die hat so einen schönen Deckel, deswegen finde ich das immer gut, dann kann man das so gut im Kühlschrank verstauen. Deswegen mag ich die sehr gerne. Also ich nehme jetzt ein bisschen Pudding, so ein ganz bisschen für den Boden, damit die Kekse kleben bleiben. Und dann kommen die Kekse darauf. Ganz einfach, ganz simpel. Das war immer der Lieblingskuchen von meinem Sohn, als er klein war. Obwohl, jetzt mag er den auch noch am liebsten. Jetzt ist er 23. Isst den immer noch total gerne. So. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt eine etwas dickere Schicht Pudding. Kann man dann immer gut mit dem Keks direkt verschieben. Das geht ruckzuck. Soll ja ein einfacher Kuchen werden. Total unkompliziert. So. Und eine weitere Schicht. Und jetzt kommt die restliche Schicht Pudding drauf. Das wird jetzt so ein bisschen glatt gestrichen. So, jetzt habe ich den restlichen Pudding drauf verstrichen. Das muss auch gar nicht richtig glatt und toll aussehen, das spielt überhaupt keine Rolle, weil da kommen ja zum Schluss eh noch die ganzen Erdbeeren drauf und der Tortenguss. Das wird jetzt erstmal kalt gestellt. So, ich tue das jetzt so eine halbe Stunde im Kühlschrank, damit der Pudding ein bisschen abkühlen kann und dann kann ich die Erdbeeren drauf verteilen. So, von den 400 Gramm Keksen sind ca. 90 Gramm übrig geblieben, also reicht ungefähr so 300 Gramm. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Form, die ihr verwendet. Ich komme beiseite. Die Erdbeeren habe ich geschnitten. Ich habe die
in grobe Würfel geschnitten. Ihr könnt die aber auch ganz lassen, das ist ganz euch überlassen, wie ihr das halt gerne mögt. Ich wollte sie klein haben und jetzt kann ich auch schon gleich den Tortenguss zubereiten. So, für den Tortenguss nehme ich nach Packungsanleitung Wasser, in meinem Fall 500 Milliliter. Ich nehme 2 Päckchen Tortenguss. Und 3 Esslöffel Zucker. Das rühre ich jetzt gut um, bis es klümpchenfrei ist und dann schalte ich den Herd an und lasse es einmal aufkochen. Also ihr macht ja den Tortenguss ganz nach Packungsanleitung. Ich hatte nur noch so einen veganen Tortenguss zur Hand und der ist mit Agar-Agar, deswegen ist die Prozedur ein bisschen anders. Dieser Tortenguss muss 2 Minuten köcheln und dann muss er auch noch mal so 10 Minuten stehen, damit er so ein bisschen anfängt sämig zu werden und fest zu werden, und dann wird er erst mit den Erdbeeren zusammen auf dem Kuchen verteilt. Aber wenn ihr ganz normalen Tortenguss habt, dann entfällt das natürlich alles. Dann macht ihr den ganz normal nach Packungsanleitung. Ich hatte leider keinen anderen mehr und deswegen habe ich jetzt diesen genommen. So, ich habe den Tortenguss jetzt 10 Minuten so ein bisschen stehen lassen, so wie es auf der Packungsanleitung steht. Wie gesagt, wenn ihr ganz normalen Tortenguss benutzt, ist das überhaupt nicht notwendig. Ich nehme immer gerne so ein bisschen von dem Tortenguss und verteile den als erstes ohne das Obst, damit das Obst ein bisschen besser kleben bleibt. So, jetzt kommen die Erdbeeren darauf. So, und jetzt kann der Tortenguss drüber. Ich nehme dann immer gerne noch mal so einen Pinsel und pinsel so ein bisschen über die Erdbeeren, damit ich auch sicher sein kann, dass alle so ein bisschen mit dem Tortenguss bedeckt sind. So, und das war's auch schon. Das kommt jetzt in den Kühlschrank und wird für mindestens 3 Stunden, noch besser 6-7 Stunden kalt gestellt. Und dann kann man den Kuchen anschneiden. Also bis dann. Der Kuchen ist jetzt servierbereit, der war 3-4 Stunden im Kühlschrank. Ich schneide ihn jetzt mal an. Probiert diesen No-Bake Erdbeerkuchen unbedingt mal aus. Der ist super einfach gemacht und kommt immer sehr gut an. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer Info bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.